Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir ein super leckeres Chili con Carne. Ich liebe dieses Rezept einfach. Es schmeckt super lecker und ist einfach zu machen. Wie ich mein Chili con Carne mache, das zeige ich euch heute. Es wird allerdings nicht so scharf. Viele machen deutlich mehr Chili rein wie ich, aber ich mag es halt lieber pikant und nicht ganz so scharf. Aber das kann ja jeder dann so machen, wie er möchte. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigen wir ein Paket passierte Tomaten, 2 Dosen Kidneybohnen, 2 Dosen geschälte Tomaten, etwa 2 Esslöffel Tomatenmark, 2 Gemüsezwiebeln, ein paar Paprikaschoten, 2 scharfe Chilischoten, 2 Knoblauchzehen und ca. 750 Gramm Hackfleisch. Ich habe hier halb und halb genommen. Für unser Chili schneiden wir die 2 Gemüsezwiebeln in ganz feine Würfelchen. Das macht ihr am besten, indem ihr die Zwiebel öfters nebeneinander längs einschneidet und dann zweimal quer. Dann könnt ihr ganz einfach feine Würfelchen runterschneiden. Die Paprikaschoten habe ich halbiert, entkernt und gewaschen und dann schneiden wir sie ebenfalls in Würfel herunter. Die Knoblauchzehen hacken wir ebenfalls in Würfel, einfach so fein wie es geht. Auch die Chilischoten schneiden wir jetzt so klein wie möglich. Ich habe hier 2 genommen, aber das ist Geschmackssache. Ihr könnt auch mehr oder weniger nehmen. Als nächstes braten wir das Hackfleisch an. Hier braucht man kein Öl zuzugeben, da ich halb und halb genommen habe und genug Fett im Hackfleisch ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nur Rindergehacktes nehmt, dann würde ich empfehlen, etwas Öl unten in den Topf zu machen. Das Hackfleisch, das bratet ihr unter mehrmaligem Rühren so lange an, bis es schön grau und krümelig geworden ist. Dann gebt ihr die in Würfel geschnittenen Zwiebeln dazu. Die lassen wir jetzt schön glasig mit andünsten und geben direkt die Chili und den Knoblauch mit dazu. Das Ganze richtig schön durchrühren, damit sich die Aromen auch im gesamten Gericht gut verteilen können. Wenn die Zwiebel schön glasig geworden ist, dann könnt ihr auch schon die Paprika dazugeben. Das Ganze lassen wir jetzt etwa für ca. 5 Minuten unter öfterem Rühren schön braten. Und jetzt wird es erstmal Zeit zu würzen. Ich würze hier mit 2 Teelöffeln Salz, 2 Teelöffeln Paprika edelsüß und Cayennepfeffer. Da nehmt ihr einfach so viel nach Geschmack, wie es euch beliebt. Das Ganze schön miteinander verrühren, damit sich die Gewürze im gesamten Gericht schön verteilen. Nun geben wir ca. 2 Esslöffel Tomatenmark dazu. Das Tomatenmark, das rühren wir jetzt richtig schön in unser Chili ein. Das sollte jetzt auch mindestens 3 Minuten lang unter häufigem Rühren richtig schön mit angerüstet werden. Das gibt der Soße hinterher einen tollen Geschmack. Ich gebe jetzt die 2 Dosen geschälten Tomaten in ein Litermaß, denn da drin kann man sie am besten pürieren. Dann püriere ich das Ganze gut durch und gebe die geschälten Tomaten mit zum Chili. Ich benutze die hier, da die noch einen intensiveren Geschmack haben als nur passierte Tomaten. Das Ganze jetzt erstmal richtig schön durchrühren. Und nun geben wir noch das Paket passierte Tomaten dazu. Rühren es noch einmal gut durch. Und lassen es jetzt erst einmal auf niedriger Stufe für ca. 20 Minuten vor sich hin köcheln. Für mich gehört an jedes Chili auch eine kräftige Prise Zucker. Den gebe ich jetzt dazu und rühre es noch einmal gut durch. Jetzt lassen wir es nochmal so ca. 15 Minuten köcheln. Die 2 Dosen Chilibohnen, die habe ich in ein Sieb gegeben und erstmal gut gewaschen, damit der Saft richtig abgespült wird. Jetzt geben wir sie in unser Chili mit hinein.
Auch den Mais, den habe ich vorher richtig gut abgespült, denn dann verliert er diesen süßen Saft. Die Chilibohnen und den Mais, das rühren wir jetzt erstmal richtig schön in unser Gericht ein. Und wie ihr hier seht, ist das Ganze jetzt sehr sämig. Das hat mit der Konsistenz eines Chilis noch nicht viel zu tun. Deshalb geben wir jetzt noch Rinderbrühe dazu. Ich mische hier 2 Teelöffel Instantpulver mit 300 Milliliter Wasser an und gebe sie zum Chili dazu. Das Ganze nochmal durchrühren, den Herd ausschalten und nicht mehr kochen lassen. Einfach nochmal 5 Minütchen ziehen lassen. Nun wird es erstmal Zeit abzuschmecken. Und mein Chili hat noch nicht die richtige Schärfe. Deshalb entscheide ich mich, hier noch Pulbiber dran zu geben. Das ist ein sehr scharfes Gewürz. Damit sollte man wirklich vorsichtig sein. Ihr könnt natürlich, wenn es nicht scharf genug ist, auch noch Chili oder Cayennepulver dazugeben. Nach dem Nachwürzen alles nochmal gut miteinander verrühren. Und wenn euch das Chili dann jetzt so schmeckt, so wie meins, also meins ist jetzt richtig gut, dann wird es Zeit anzurichten. Einfach schön auf einem Teller anrichten. Ich habe hier noch ein bisschen Petersilie drüber gestreut und genießen. Ja, ich hoffe, mein Chili-Rezept hat euch heute gefallen. Dann würde ich mich nämlich freuen, wenn ihr beim nächsten Rezept auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!